So, hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Tepsi Kebab mit Spinat. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 600 Gramm Rinderhackfleisch, ein Zwiebel, schon gerieben, eine Ei, Cayennepfeffer, Teelöffel, Salz, 2 Teelöffel, Pfeffer, halber Teelöffel, Thymian, 1,5 Teelöffel, 2 Knoblauch, schon gepresst, dann spare ich die Zeit. Okay, und 1 Löffel Paniermehl. Fangen wir gleich an. Okay. So, die Eier. Zwiebel. Tun wir auch alles rein. Knoblauch geht nicht. Okay. Fertig. So, jetzt schön mal bearbeiten, alles schön mit Hand. So, die tun wir jetzt mit Hand bearbeiten. Das kann 4 bis 5 Minuten dauern. Ist gleich. Okay, ich bin jetzt fertig. Jetzt decke ich es so mit Folie. Jetzt, ja. Okay. So, die tue ich jetzt Kühlschrank. Wenigstens 30 Minuten oder 1 Stunde wenigstens Kühlschrank reintun. Ich fange jetzt mit Spinat an. Räume ein bisschen auf. Bis gleich. Jetzt geht es weiter mit Füllung. 500 Gramm Spinat habe ich schon gewaschen, geschleudert und kleine geschnitten. Okay. Sahne 200 Milliliter. 2 Zwiebeln habe ich auch kleine geschnitten, 40 Gramm Butter, dann kommt noch Rapsöl, 3 Esslöffel, Pfeffer, Teelöffel, 2 Teelöffel, Salz. Fertig, fangen wir gleich an. So, schon warm. Erstmal 3 Löffel, muss mal gucken, 3 Löffel, dauert halt ein bisschen. Denkst du, ist das gut? Gut, fertig. Jetzt kann ich Butter auch rein gleich. Und Zwiebel. So, die tun wir jetzt 3-4 Minuten anschwitzen. Ja, ja, ich habe mich verbessert wieder. Von Sternkoch genommen, die sagen immer anschwitzen, modern, nicht anbraten oder was weiß ich. Okay, das dauert halt 4-5 Minuten, bis gleich. So, jetzt geht's weiter, die Zwiebeln sind schon etwas angebraten, jetzt tun wir den Spinat da rein. Nicht alles einmal natürlich, vielleicht 2-3 Mal da rein tun. Ich tue schon Salz rein, das Salz wird dann noch schneller gehen, wird dann noch schneller klein. Salz und Pfeffer. Schon gut, fertig. Nächste Teile. Bis fertig ist, bis gleich. Das ist schon fertig, jetzt kommt die Sahne drauf. So, fertig. Popeye wäre stolz. Bisschen ein, was? Popeye wäre stolz. Ja, der wird das, was denkst du, der wird alles essen, eine Person nur. Dann fliegt der Mund. Okay, jetzt können wir schon ausschalten, das reicht. Ja, das kommt sowieso Backofen. Ich schalte jetzt aus. Ich lasse ihn jetzt drauf. Ich habe jetzt ausgeschaltet, räume ein bisschen ab. Dann fangen wir mit Köfte an. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter mit Fleisch. Machen wir auf. Ich habe Wasser, noch kaltes Wasser, bisschen nass machen halt, dann kleben sie auch nicht. Ja, wie groß soll man machen? Ja, so, ich glaube. Wir können auch, ja, ich mache es so. Sieht man das? Okay. Zeige ich noch eine. Bisschen rund und einfach reindrücken, ein bisschen mit Hand. Und die Dame müssen wir hier lassen. Dann bleibt der Form. Ne? Guck, so, fertig. Ja? Ich mache jetzt alles so weiter, bis fertig ist, bis gleich. Ich tue Spinat schon Packform rein, das ist, ich glaube, 30 mal 22. Ihr könnt auch andere Maß nehmen natürlich. Tut mal hier rein. Die Backform ist nicht so wichtig. Ja, gut, die können auch andere nehmen, ich meine. Gibt es ja genug. Kaufhaus, überall so. Was? Ach, ja. Wo kommt das jetzt hin hier? Erstmal schön verteilen natürlich, nicht vergessen. So.
Schön? Ja, nicht schön. So, fertig. So, das tue ich jetzt hier auf Seite. So, wenn ich die Fleisch anbrate, kommen sie gleich drauf. Dann ist es nicht so kompliziert wenigstens. Ich tue, was ich kann, damit nicht von kompliziert ist. Okay, jetzt können wir schon anbraten. Geht los. Rapsöl drin, nicht vergessen bitte. Wer weiß, vielleicht mache ich es ohne Öl. Das wäre nicht so schlau. Ja. Es gibt ja auch ohne. So, jede Seite bitte nicht mal vielleicht 1 bis 2 Minuten und dann muss man gleich drehen. Dann tue ich es gleich hier rein, wenn ich sie gedreht habe. Jetzt warte ich noch 1 Minute, dann kann ich sie drehen. Bis gleich. Die erste ist schon fertig, tun wir gleich rüber rein. So. Nummer 2 nehmen. Ja, gut. Oh, egal. Nummer 1. Nee, ich wollte das schneller machen. Das ist halt. Ich bin halt nicht so ruhiger Typ, so weiß ich nicht. Oh, gut. So. Kommt der nächste. Ja gut, jetzt halt bis es fertig ist, ne? Ja, bis fertig ist. Weitermachen. Bitte nicht so voll anbraten, weil das kommt ja Backofen rein. Darum nur 1 Minute jede Seite, nicht länger bitte. Bis gleich. Bitte. Okay, jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt fertig. Ich habe schon draufgelegt, wie ihr seht. Das hat genau gepasst. Richtig. Also okay, jetzt 100 Gramm geriebener Käse habe ich noch da. Den tue ich oben drauf. Bitte nicht so viel machen, sonst sieht man nichts unten. Vielleicht 100 Gramm ist so viel sogar. Ich mache halt nicht viel, sonst sieht man die Köfte nicht mehr. Schlank, oder? Hier noch ein bisschen. Brauchst du den Rest vom Käse dann nicht mehr? Na, ich kann ja morgen Nudeln machen. Ja, ich frag's wegen der Inhaltsangabe. Ja, 50 Gramm lang dann. 50 Gramm. Super. So, tun wir noch rote Paprika, dünn geschnitten habe ich noch. Damit besser aussieht, vielleicht ein bisschen Farbe. So, jedem eine. Wie viel ist das? Wahnsinn. So viel. Das war eine halbe Paprika, ne? Ja. Oh, jetzt ist es knapp. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Endlich geschafft, fertig. So. Ich muss noch richtig trocken mein. So. Ist doch noch wenig überall Cayennepfeffer drauf. So, jetzt aber fertig endlich. So. Ordnung muss sein. So, jetzt ist gut. So, im Backofen habe ich Ober- und Unterhitze 200 Grad. Tue ich jetzt Ofen rein, bis der Käse etwas Farbe bekommt. Dann sind wir dann fertig. Ich stelle mal halt erst mal 15 Minuten und dann kontrolliere ich sie. So. Okay, ich habe sie in mittlere Schiene hingestellt. Bis 15 Minuten. Bis gleich bitte. Warum sage ich denn bitte? Bis gleich, bitte. Weil ich bin jetzt auch durchgedreht. So, wir sind jetzt fertig. Hat 18 Minuten gebraucht. Jetzt hole ich sie raus. Okay. Ah, sieht gut aus. So. So sieht es dann aus. So kann man sie dann auch servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Tepsi Kebab. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.